Hi, der Markus hier. Willkommen zu einem neuen Dwarf Fortress Video in der Zwergenfestung. Und auch ein herzliches Willkommen an die über 109 Abonnenten des vergangenen Monats. In diesem Video zeige ich dir die ersten Schritte im Abenteuermodus, der es nun auch aus der Beta heraus geschafft hat. Ich wollte fairerweise so lange warten, bis die Entwickler meinen, dass der Modus weit genug für die Allgemeinheit entwickelt wurde. Der Abenteuermodus wird ganz sicher in den nächsten Monaten oder Jahren erweitert werden, um zum Beispiel Mythen und Magie, aber man kann generell schon damit loslegen. Und wir beginnen auch gleich gemeinsam mit der detaillierten Charaktererstellung nach dem kurzen Intro. Im Grunde geht es erst einmal genauso los wie in einem Fortress-Spiel. Du startest mit der Generierung einer neuen Welt ganz nach deinem Geschmack im Basic oder Detailed Mode. Du könntest auch eine alte Welt wiederverwerten, aber die Gefahr ist groß, dass dort noch nicht alle Features des Adventure Modes enthalten sind, wie zum Beispiel das Spiel mit dem Auserwählten. Dazu aber gleich mehr. Da das hier die gleichen Schritte wie beim Fortress Mode sind, werde ich auch nicht weiter auf die Weltgenerierung eingehen, das kannst du dir gerne im verlinkten Video ansehen. Nachdem eine Welt vorliegt, kannst du dir bei Interesse über den Legends Mode spezielle Details der neuen Welt heraussuchen, die du dir später noch einmal live aus der Nähe ansehen möchtest. Das ist aber schon recht speziell und würde in diesem Tutorial den Rahmen sprengen. Du startest nun das Spiel als Adventurer. Du kannst einen von 3 Modi wählen, hier als Destiny Schicksal bezeichnet. Von dem jeweiligen Modus hängt deine Freiheit ab, den Charakter zu spielen, den du spielen möchtest, und die Hilfe, die du zu Beginn bekommst. Bei Chosen, dem eben erwähnten Auserwählten, bekommst du direkt zu Beginn eine erste Quest von einer unbekannten Macht vorgegeben. So hast du zumindest schon mal eine erste Aufgabe und hängst nicht nur in der nächstbesten Taverne rum. Du hast zudem einen Kompass, der dir anzeigt, wo du hingehen kannst oder musst. Allerdings kannst du nur in Städten mit einem Tempel beginnen, was deine Möglichkeiten stark einschränkt. Bei Hero kannst du auch in anderen Städten starten. Du kannst die Quests vom Auserwählten zwar auch annehmen, bekommst sie aber zu Beginn des Spiels nicht direkt zugewiesen. Einen richtungsweisenden Kompass hast du hier ebenfalls. Ordinary ist ein allgemeiner Charakter. Ihn zeichnet völlige Freiheit aus. Du hast mehr Standorte zur Auswahl, hast aber keinen Kompass, was das Spielen deutlich schwerer macht. Wenn du das erste Mal spielst, könntest du vielleicht noch das Tutorial aktiviert lassen, um zum Beispiel die Kameraführung zu erlernen. Aber wenn du schon den Fortress-Modus gespielt hast, ist das aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. Die Schwierigkeitsstufen leicht, mittel und schwer unterscheiden sich nur in den zu vergebenen Punkten für Attribute, Fähigkeiten und Equipment. Easy hilft dabei schon extrem, einen starken Charakter zu erschaffen. Das Spiel selbst verändert sich dadurch aber nicht. Ich bleibe hier auf Normal und bin mir bewusst, dass das auch schon ziemlich schwierig sein kann. Schauen wir uns aber einmal weitere Unterschiede der Schicksale an. Wähle ich Chosen, kann ich zwischen Elf, Goblin und Mensch wählen. Zwerge stehen zwar meist auch mit in der Liste, aber mehr geben die Städte hier nicht her aufgrund von fehlenden Tempeln und fehlender Zivilisation der Zwerge. So etwas zeichnet ein Zufallsspiel eben aus. Dagegen nun die Auswahl, wenn ich Hero wähle. Tempel spielen hier keine Rolle, wodurch direkt mehr Startregionen und Städte verfügbar sind. Nun sind auch Goblins, Rattenmenschen, Tigermenschen, Dingomenschen und so weiter als spielbare Kreaturen aufgeführt, die ihre eigenen Zivilisationen aufweisen. Bei Ordinary sind diese Rassen auch mit dabei, aber zudem auch intelligente Wildtiere, was, wie man sieht, kaum Wünsche übrig lässt. Ob als Schlange, Krabbe, Libelle oder Chinchilla, hier ist alles möglich. Als so eine Kreatur kann es nur mitunter sehr schwierig sein, passendes Equipment zu finden. Ich bleibe bei Chosen und spiele als Mensch. Im nächsten Schritt wählst du deine Zivilisation. Auch das dürfte dir vom Fortress Mode nicht ganz unbekannt vorkommen. Die Zivilisation bestimmt die Auswahl der Städte, in denen du dein Abenteuer starten kannst. Nun geht es zur Auswahl deiner Heimatstadt, in der es losgeht. In dieser Konfiguration gibt es nun zufällig nur eine Menschenstadt, und zwar die hier unten rechts, was oft schwer zu erkennen ist. Man muss übrigens nicht als Zwerg in einer Zwergenstadt starten oder als Mensch in einer Menschenstadt, das kann sich mitunter auch völlig anders ergeben. Im zweiten Tab kannst du deinen Beruf auswählen. Hier beim Chosen ist nur Hard Person möglich, was ein loyaler Soldat ist, der einem bestimmten Vorgesetzten dient, von dem man auch Quests erhalten kann. Die Person ist in der Hintergrundbeschreibung aufgeführt. Im Reiter Beliefs kannst du, wenn es die Auswahl erlaubt, zwischen mehreren Glaubensrichtungen wählen und wie stark du an deinem Gott glaubst.
Die Schaltfläche Belief erhöht deinen Glauben, Doubt, also Zweifel, senkt diesen. Zu deiner Story kannst du natürlich auch den Namen des Charakters anpassen, wie es auch bei den Städten, Gruppen, Welten und so weiter geht. Ich selbst halte es hier gerne einfach, damit ich schnell erkenne, wann denn ich selbst in einem Text gemeint bin. Nachdem nun deine Hintergrundgeschichte fertig ist, kannst du deine Fertigkeiten auswählen. Am einfachsten ist es, wenn du einen vorgefertigten Typen auswählst, hinter dem sich bereits eine Kombination aus Fertigkeiten verbirgt. Als eine Art Kämpfer hat man es in der Welt natürlich erst einmal leichter als Redner, aber das bleibt am Ende dir überlassen und hängt auch davon ab, was du persönlich von der Welt und deinen Abenteuer erwartest und planst zu tun. Du kannst natürlich auch jederzeit die Vorlage als Basis nehmen und mit Customize die Verteilung der Attribut- und Fertigkeitspunkte jeweils links und rechts ansehen und nach deinem Gusto anpassen. Ebenso ist es möglich, einfach mit einem Blanko-Charakter in die Individualeinstellung zu gehen, indem du Blank Slate, also quasi leere Tafel auswählst und alle Punkte von Grund auf selbst vergibst. Ich bleibe hier dennoch mal bei einem vorgefertigten Schwertkämpfer. Anschließend geht es zum Geschlecht und Aussehen des Charakters. Hier gibt es zwar keine Möglichkeit, das Aussehen wie in anderen Spielen Stück für Stück anzugleichen, aber eine Menge Variation ist trotzdem möglich. Über 2 Zufallsschaltflächen wird ein neues Aussehen zusammengestellt. Das kann einerseits sich an den typischen Aussehen deiner lokalen Zivilisation orientieren oder völlig zufällig sein, ganz wie du magst. Die Persönlichkeit kennst du sicherlich auch schon vom Fortress Mode, schließlich gibt es das schon bereits seit gefühlt 20 Jahren. Allerdings gab es das bislang nicht, dass man die Persönlichkeit für eine Kreatur feintunen kann. Rechts siehst du die Bedürfnisse deines Charakters, die auch irgendwann mal gerne erfüllt werden möchten. Das dauert in einem Abenteuerspiel zwar irre lange, weil du einen einzelnen Tag eben nicht in 5 Sekunden spielst, aber auch das kommt irgendwann mal zum Tragen. Auch hier kannst du dir einfach ein Profil zufällig generieren lassen, dein Lebensstil ändern, das geht hier bei mir derzeit nicht, oder die Wertvorstellung und Persönlichkeit sehr fein einstellen. Im oberen Bereich, bei den Wertvorstellungen, siehst du die gelben Cs in eckigen Klammern. Das sind die Werte, die von deiner Zivilisation vorgegeben werden. Du musst dich aber nicht zwingend daran halten. Ich habe allerdings auch noch nicht ausprobiert, ob es einen spieltechnischen Unterschied macht, wenn man extrem davon abweicht. Die einzelnen Attributsausprägungen können zu einem Bedürfnis führen, müssen sie aber nicht. Einige Attribute können sich negiert auswirken und ebenso können sich mehrere Werte oder Persönlichkeitsattribute auf ein einzelnes Bedürfnis beziehen. Ich habe hier mal zur Demonstration einen Charakter beispielhaft so neutral wie möglich eingestellt, dass er völlig langweilig ist und keinerlei Bedürfnisse hat. Die Attribute sind nicht immer so einfach in die nebenstehenden Bedürfnisse zu übersetzen. So bezieht sich beispielsweise Hard Work auf Stay Occupied, also beschäftigt bleiben. Erhöhe ich dieses Attribut, werden die Bedürfnisse entsprechend auf leicht, mittel und stark gestellt. Im negativen Bereich gibt es keine Auswirkungen auf die Bedürfnisse, was aber nicht heißt, dass es keine Auswirkung auf die Persönlichkeit hat. Ebenso bezieht sich Leisurely Frenetic, also gemütlich hektisch, auf das gleiche Bedürfnis. Die um einen Punkt verringerte Einstellung und darunter verhindern das Bedürfnis. Darüber führt es zu einem leichten, mittleren, starken und sogar intensiven Bedürfnis. Anders ist es bei der Wertvorstellung Harmony. Hier führt eine Verringerung der neutralen Einstellung zum Bedürfnis Cause Trouble, also Probleme verursachen. Auch hier gibt es eine zweite Einstellung für das gleiche Bedürfnis. Die Erhöhung des Persönlichkeitsattributs Harmony Discord, also Harmonie Zwietracht, führt ab neutraler Einstellung ebenso zu Cause Trouble, bis hin zur intensiven Ausprägung. Alles nicht so einfach bei so vielen Attributen. Ich habe daher eine Tabelle ausgearbeitet, in der du alle Attribute und ihre Auswirkungen auf die Bedürfnisse nachlesen kannst. Der besseren Übersicht halber habe ich dabei die Attribute weggelassen, die keine Auswirkung auf Bedürfnisse haben. Wenn sich 2 unterschiedliche Attribute auf das gleiche Bedürfnis auswirken, wird dem Bedürfnis die stärkere Auswirkung zugewiesen. Denk daran, dass zum jetzigen Zeitpunkt einige der Bedürfnisse im Abenteuermodus nicht erfüllt werden können, wie zum Beispiel Familie, Freunde oder Romanzen. Zurück zum neuen Charakter. Sobald du die Persönlichkeit eingerichtet und akzeptiert hast, geht es zum Equipment. Standardmäßig hast du passend zu deiner Klasse bereits einige Dinge in deinem Inventar. Das kannst du nun noch weiter verfeinern.
Unten rechts siehst du deine verbleibenden Equipment-Punkte. Beachte, dass sich die Punkte auf Gegenstände und Haus- oder Reittiere beziehen. Mit dem großen Plus und dem Pfeil nach oben kannst du die Qualität erhöhen, mit dem Plus daneben verringerst du sie wieder. Jede Qualitätsstufe eines Gegenstands kostet dabei noch einmal genauso viel wie der Gegenstand selbst. Mit dem kleineren gelben Plus kannst du die Anzahl der Gegenstände erhöhen bzw. mit dem Minus verringern oder entfernen. Rechts aus der Liste kannst du neue Gegenstände hinzufügen. Die Liste enthält allerdings nur Gegenstände, die für deine gewählte Zivilisation verfügbar sind. Dabei bietet es sich an, die Qualität der Waffen und Schutzausrüstung hochzuhalten. Für den Abenteuermodus nutzlose Gegenstände sind glücklicherweise als solche in der Liste verfügbarer Gegenstände markiert. Nach der Bestätigung des Equipments gelangst du zur Tierauswahl. Falls du noch Punkte übrig gelassen hast, kannst du hier noch welche hinzufügen. Tiere können zum Reiten, also zur schnelleren Fortbewegung, als Lasttiere und somit zur Erweiterung deines Inventars und Tragevermögen oder als Kampfpartner genutzt werden und sind daher schon ziemlich nützlich. Je nach Nutzen des Tieres sind entsprechend mehr oder weniger Punkte notwendig. Da ich keine mehr habe, überspringe ich aber den Schritt. Wenn du jetzt noch Lust hast, kannst du auch weitere Charaktere erstellen, mit denen du anschließend umherziehen kannst. Mehrere Personen heißt natürlich auch mehr Tragekraft und Angriffsstärke und damit ein besseres Überleben. Man muss allerdings auch etwas mehr verwalten. Ich belasse es hier bei einem Einzelgänger. Mit einem Klick auf Ready to Adventure bekommst du noch einmal deine Region und deine Heimatstadt gezeigt. Ab hier an kann es dann auch losgehen. Hier machen wir nun einmal einen thematischen Break. Allein mit der Generierung der Welt, dem Durchleuchten der Historie und Erstellung des Charakters kann man auch schon problemlos mehrere Stunden verbringen. Ich bin mir sicher, dass allein das schon für manche Spieler eine große Erfüllung darstellt. Im nächsten Video geht es aber dann ins Spiel selbst und die ersten Schritte darin. Wie immer freue ich mich über weitere Abonnenten und ein Like, wenn das Video für dich hilfreich war. Schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du den Abenteuermodus auch schon ausprobiert hast und was du davon hältst oder ob du weiterhin beim Festungsmodus verweilst. Damit verabschiede ich mich erst einmal bis zum nächsten Video. Ciao.